Leute, ey, wir haben noch eine. Ist das krass. Das war der Fisch, den wir gesehen haben. Also Lars performt hier einfach nochmal Wahnsinn. Da bleibt einfach nichts mehr zu sagen, außer das ist einfach, Lars ist einfach nur eine Fangmaschine, ja. Wie viel Prozent würdet ihr sagen, ist das Unberechenbare? Also sowas wie Mindset, sowas wie die Einstellung zum Fisch, das, was man eben nicht messen kann. Der Aberglaube. Ja. Welchen Anteil macht das aus? Ich glaube theoretisch, wenn man alles Wissen hätte, so, aber dazu bräuchte man halt mehrere Leben wahrscheinlich, um das alles zu verstehen. Dann wäre der Anteil extrem gering. Da wir aber niemals so viel Wissen sammeln können, bleibt da halt bei mir locker bei 30-40%, würde ich sagen. Ja, also ich bin auch im Grunde von dem, was ich tue, überzeugt und glaube, das spielt einen ganz großen Faktor. Wenn Lars die Angel ablegt, dann beißt es. Wenn jemand anders macht, beißt es halt einfach nicht. Das ist natürlich, hat mit Aberglaube jetzt nicht so viel zu tun. Nee, mit Überzeugung in der Sache, die man tut. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch mit Ortskenntnis zu tun. Also das kann man jetzt auch gar nicht in 5 Worte zusammenfassen. Aber genau das ist ja, es sind so viele Faktoren, genau, so am Ende, man kann halt gar nicht alle überblicken. Ja. Wie viel Anteil würdest du sagen, bleibt bei dir dann am Ende nur so Gefühl? Also 50 bestimmt. 50, ja, also Gefühl und was man so denkt. Ja, ja, das denke ich schon. Ja. Ja. Man kann auf jeden Fall einiges rauskitzeln durch Wissen. Ich würde sagen, guter Angler macht schon aus, dass die durch Wissen wirklich regelmäßig Fangerfolge haben, regelmäßig Situationen verstehen und durchschauen. Du weißt, wenn du ins Bett gehst, nie genau, wie du morgens aufstehst. Ja. Das ist auch der Reiz schon. Ja, aber morgen früh stehen wir mit einem großen Fisch auf. Das weiß ich. Also mein Bizeps ist morgen doppelt so dick. Das weiß ich wiederum nicht. Also ich hatte auch mal solche Phase. Und zwar habe ich vor über 20 Jahren hier angefangen, Waller zu angeln. Da bin ich belächelt worden, ob es überhaupt Waller gäbe. Ich habe auch jahrelang keinen gefangen. Und dann irgendwann hatte ich nebenbei meine Karpfenrute rausgelegt und hatte festgestellt, wie einfach doch Karpfenangeln ist. Aber das ist so witzig, da sind wir jetzt auch wieder gerade eigentlich in einer ganz unterschiedlichen Phase. So. Du bist eigentlich gerade in einem Level von ziemlich hohem, ausgereiften Wissen hier. So, und ich bin halt gerade in einer Phase gewesen, in der ich super viel neues Input bekommen habe. Neue Rigs, neue Knoten, 1000 neue Sachen und ich so ein bisschen mich fast in den Dschungel dieses Wissens verloren habe. Bei diesem ganzen Durcheinander hatte ich dann auf jeden Fall auch jetzt echt eine lange Blankphase, in der ich einfach nichts gefangen habe. Und bei mir war es in diesem Wust aus Wissen, dass ich dann nichts mehr hatte, auf das ich mich fest zurücklehnen kann. Ja. Und das ist in der Phase echt schwierig, nicht zu wissen, was immer klappt. Genau, weil man sich jedem annimmt und jeder gibt dann einen Tipp und man selbst völlig verwirrt ist. Und genau solche Phase hatte ich halt auch. Und ich habe die aber irgendwann für mich gesehen, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und daraus dann hat sich für mich halt auch so dieser Flow oder diese Phase, in der es einfach läuft, ergeben. Und was mich tatsächlich jetzt, ohne jemanden Honig um den Bart schmieren zu wollen, wirklich die Sache vereinfacht hat, ist einfach diese Fischsturmgeschichte mit sofort freie Schnurfischen. Das sind gerade bei uns, bei den Komponenten, ihr habt es ja in dem Video gesehen bis hierhin, was für Gewässerabschnitte wir haben und wie die teilweise bewachsen sind, das nochmal vereinfacht. Und das sind dann einfach so ganz viele kleine Bausteine, auf die man dann aufbauen kann, auf die man sich verlassen kann. Und dadurch heißt es, der eine fängt ja mehr, der andere weniger, aber das hat ja auch alles seinen Grund. Man muss sich dem einfach auch annehmen. Für mich hat es das Angeln deutlich vereinfacht oder auch die Gesamtsituation auch deutlich entspannt. Ja. Moin. Also Lars hat hier auf jeden Fall Kundschaft reingeholt. Ja, moin, Patrick. Ja.
Das war mein größter Waller bis jetzt. So, was war der, 70 cm oder so? Ich habe noch keinen Wallerangeln ist doch echt nochmal von den Auslegetechniken eine Nummer krasser als Karpfenangeln. Ne? So quer über den Fluss. Du kannst ja auch rüber hinten auf die andere Ja, Seite genau. schenken. Wir müssen ja immer so extrem Rücksicht auf diese ganzen Stand-Up-Affen nehmen hier. Die nehmen ja keine Rücksicht auf uns. Wir müssen ja die Rücksicht auf die nehmen, weil sonst, ich reg mich jedes Mal darüber auf. Ich bin auch kurz, ich sag auch schon immer, jetzt reicht's, ich nehme genug Rücksicht. Unten hatten wir halt relativ viele Fische noch gesehen morgens. Da fahren wir morgen noch mal hin, die dicke Maschine angeln. Du bist auch genauso ein Verrückter wie Lars, ja? Also, wenn ich keine Frau und Kind hätte, dann wäre ich wahrscheinlich genauso verrückt wie er. Aber sonst ja schon, doch. Ja, das Wallerangeln hat mich dann letztendlich gekickt. Ja, ich glaube auch, wenn man so eine richtige Wallerrakete da an der Route hat, das ist schon... Ja, ich war halt gleich verwöhnt. Das war das erste Mal, wo ich alleine einmal hier oben, das erste Mal. Da hatte ich einen 90er. Und das zweite Mal, als ich alleine los war, vom 1,80 Meter. Ich freue mich über jeden Wels, den ich fange. Und wenn der nur 80 cm hat, das ist halt immer wieder ein Adrenalinkick, wenn die Route anfängt zu bimmeln. Du weißt halt nie, was ist. Das letzte Mal, als wir oben waren, was wir da erlebt haben, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja. Wollten wir uns gerade noch mitten in der Nacht was zu essen machen und dann merken wir, da kommt ein Biss. Hat man schon gemerkt, so ganz leicht. Und dann war Ruhe. Ja, okay. Essen beiseite gestellt, zur Montage gefahren, geguckt, ja, Köderfische sind noch da, alles gut. Und der Fisch muss direkt noch im Boot gelegen haben. Weil in dem Moment, wo wir wieder zurück sind und gerade oben am Platz wieder waren, war die Route waagerecht zum Wasser und dann der hat die Schnur gesprengt. Wirklich gesprengt? Ja. Das ist mein erster Abschluss gewesen. 60er geflochtene durchgesprengt. Ja. Ich habe auch noch nie die Route so kommen gesehen. Also da muss vielleicht auch hier irgendwie... gibt es auch größere als 2 Meter, ja? Ja. Mit Sicherheit. Das war ein Endfisch. Man weiß nie, was da drauf passiert. Ich finde das gut. Ja. Also ich bin gerne auch ein Freund davon, weil es halt auf natürliche Basis ist oder man fischt halt nicht mehr mit Blei. Ne? Und als der Wels halt gebissen hat, du warst halt direkt frei, du hattest kein Blei mehr, nichts. Ja. Du wartest also auch sozusagen, dass ich endlich die größere Version rausbringe. Das klappt ja auch mit den Montagen. Ja, also geht ja. es funktioniert, gar keine Frage. Wir hatten keine Köderfische mehr mit einem K2-Karpfen genommen, der hat so ungefähr so die Größe. Oh Mann, jetzt die Karpfenangler, alle Kommentare, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, und da ist ein Hecht drauf geschossen und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich lasse euch auf jeden Fall auch mal ein paar von den bisschen größeren Gummis hier, weil da kriegst du halt dann auch schon so 800 Gramm rein. Da habe ich jetzt noch eine Größe größer. Habe jetzt 15 Videodrehs gehabt, glaube ich, überall in Deutschland und jetzt fahre ich noch ein bisschen ins Ausland auch und halt, das ist wirklich so krass. Überall angeln alle anders und wir haben an jedem Dreh aber eine Möglichkeit gefunden, gut mit unserem System zu angeln und eigentlich auch fast immer Fische gefangen. Mit dem System kann man überall fischen. Kannst du nochmal das Foto zeigen von dem Riesenwels? Das ist natürlich eine geile Auflösung zu dem Ding. Ja, und vor allem auch ganz cool, dass Patty das auch ist. Krasser Fisch, ja. Das ist bis jetzt mein größter. Ganz schöne Maschine. Hast du gesehen? Nee. Hat ihr eine gesehen? Keine Chance. Direkt unter Boot. Am besten auch Carsten sein will. Stimmt, das wäre jetzt lustig. Du darfst auf die Pop-Up-Route den Fisch fangen, ich finde das fair. Also das ist jetzt halt so ein Spannungsmoment hier ein bisschen, weil Lars hatte einen Piepser und wir dachten erst so, Stefan ist da raufgegangen, aber Stefan wiegt maximal 45 Kilogramm und Lars wiegt mindestens 160. Von daher kann das nicht der Grund gewesen sein. Und irgendwas ist komisch, sagte er. Vielleicht haben wir da einen Fisch dran, aber wenn, dann war es ein Einpiepser. Ich denke, das war Treibgut. Entweder das war der Stock oder Pflanzenreste, die aufgrund der erhöhten Strömung hier durchgetrieben werden. Ja, kannst du Meter machen. Das war der Vorbote für einen sehr, sehr interessanten Fisch.
Ja, während andere noch rätseln. Das heißt, Leute sind schon dicht am Fisch. Ein Ast in der Schnur ist jetzt schon dicht am Fisch. So langsam fängt er wirklich an zu tricksen. Merkt ihr, wie er sich bedroht fühlt von meiner angriffslustigen Art? Also ich glaube, meine Pelletstrategie, die trifft hier komplett ins Schwarze. Also ich werde ihn einfach genau um 11 rausbringen. Und ich denke, ich kriege schon um 3:32 Uhr den Biss. Die Zeit zwischen 1 und 4 will ich auf jeden Fall den Pellet durchgängig im Wasser haben, ohne nochmal hinzufahren. Lars sagt, das ist Quatsch. Er hat wahrscheinlich recht, aber wenn ich recht habe, freue ich mich dafür mehr. Magst du mal ein bisschen weiter rechts fahren? Guck mal, was das für ein akkurates Anlegen ist. Akkurates Ablegen gepaart mit akkuratem Anlegen ist insgesamt eine ziemlich akkurate Sache, oder? Das ist schon so akkurat. Wir sehen uns wieder zum nächsten Fisch, der hoffentlich kurz nach 3 kommt. Ja, moin Leute. Wir gehen jetzt nochmal zurück auf diesen Startfutterplatz. Vor allen Dingen aus dem einen Grund, dass Lars da einen Megafisch gesehen hat. Also, oder wir beide, er hat mir gezeigt, ich habe nur noch kurz gesehen, aber das war wirklich ein richtig krasser Megafisch. Hier, schaut euch mal an, was diese Schwentinebrassen für ein Format haben. Das ist hier eine kleine anscheinend, ne? Ey, das sind echt krasse Brassen. Super dunkel, schöne Fische. Das war mein Fisch heute Nacht. Ich habe hier heute Nacht nicht geschneidert. Lars, wie ist es bei dir? Ich habe Carsten im Vortritt gelassen, bin im Bett liegen geblieben und wollte mich auf die nächste Nacht vorbereiten. Mein Gerät nicht mehr so blöd, die sind so lang. Das ist auch mal nicht wundern. Moin. Ach, guck mal, geht mit dem Krautfelder wieder los. Guck mal hier. Witzig, ne? Jetzt wird er sauer. Dann lassen wir das mal. Ja, kannst weiter schwimmen, alles gut. Hast gewonnen.
Guck mal, wenn du mich mal umdrehst, jetzt mal ernsthaft mit der Eisenbahnbrücke und in Schweden, das ist, finde ich, weißt du, das sind so für mich so Momente, die finde ich immer richtig geil. Weißt du, so einfach das mal zu sehen, das finde ich echt schön. Ich habe wirklich das erste Futter habe ich auf Kraut abgelegt. Das haben die alles weggefressen. Das war alles krautig. Oder da, guck mal, da auch. Hier, guck mal. Ne, da war das auch. Nehmen wir die 2 Spitzen, also da. Der ist ja ohne Ende. Ich glaube, das kommt jetzt auf 1 Meter nicht an. Nicht bei solcher Fressspur. Achso, wir wollten dahin. Hier bei den beiden nicht, aber da. Geil. Guck mal, hast du gesehen, wo der Stein liegt? Ja, perfekt. Guck mal, hier wäre es auch gegangen. Ja, ist egal. Machen wir das Beste. Auf jeden Fall haben wir viel dafür getan. Worum geht das jetzt? Wir haben jetzt sozusagen die letzte Chance, für diese Tour hier nochmal so ein dickes Brett draufzulegen. Ich rechne mit 2 Karpfen plus Beifang. Es ist ja wirklich so eine Art Videomarathon und auch in diesem Videodreh 3 Menschen auf 10 Quadratmetern, 24 Stunden am Tag, nachts 3-mal aufstehen, weil irgendwie es beißt, die Routen neu kontrollieren hier mit den Pellets, um 1:30 aufstehen, alle Routen neu machen und dann ist man hier halt zusammen, 48, 72, 96 Stunden sind genau am Stück. Ja. Ja, also es geht halt an die Grenzen. Es ist ja auch körperlich anstrengend, diese Anker aus dem Schilf ruppen und rumrudern, 800 Meter Strom auf mit Alukan. Ist schon auch durchkämpfen und durchbeißen. Ja, auch so diese Konflikte eben bestehen und überwinden, auch wenn es nicht läuft, wenn man mal sich untereinander mal die Schnauze voll hat. Das ist halt echt emotional, eine harte Anspannung. Da hatten wir auch heute so mal eine kleine Situation, wo sich das dann auch mal entlädt. Jetzt in den Videos rede ich auch viel über meinen Idealismus und das, was ich mir wünsche, wie menschliches Zusammenleben sein sollte. Und das ist natürlich auch für mich selbst nur ein Idealzustand, den ich auch durchaus nicht immer hinbekomme. Manchmal wirkt es vielleicht so, als wenn ich hier dieser waldige Hippie bin, der halt irgendwie nur auf Peace und Love macht, aber das ist halt auch nicht die Realität. So, ich finde, jeder Charakter ist sehr vielschichtig und hat verschiedene Aspekte und ich bin halt auch in meiner Heimatstadt aufgewachsen mit viel Problemen, Gewalt, Drogen. Ich selbst zum Beispiel habe einen Freund beerdigt, der halt an einer Überdosis gestorben ist. Ich habe mich oft genug geprügelt. Ich bin mit 14 super hart verprügelt worden. Ich bin jetzt hier nicht dieser langlodige, yay, alles ist Love, alles ist Peace. So, ich sehe Probleme. Wenn man mich jetzt so erlebt, glaube ich, dieses Hippie-Dasein, diese Ideale, das ist halt etwas, was ich anstrebe und wo ich immer wieder versuche zurückzukommen, merke ich natürlich, dass das nicht immer klappt. So, die einzige Chance ist halt immer wieder darauf hinzuarbeiten und das zu versuchen. Angeln ist immer ein sehr schöner Repräsentant für alle möglichen Situationen, die auch im Leben vorkommen. Lars hier wie ein richtiger Kämpfer, da noch die Welsroute, ich will euch jetzt noch einen Wels zeigen und auch geil bei dir, wie du dich motivierst. Wie findest du die Kraft da immer beim Angeln sozusagen, auch wenn es mal nicht läuft, immer weiter? Also ich denke schon, aufgeben ist da im Grunde keine Option. Da wollen wir jetzt ja auch mal Fisch hängen. Das motiviert natürlich schon, da noch alles zu geben. Gerade so fürs Team, das finde ich halt auch wichtig. So das Miteinander, finde ich eine gelungene Sache hier mit uns dreien. Ich freue mich, dass ihr hier nach Kiel gekommen seid. Das war wirklich eine tolle Tour. Wenn jetzt hier wirklich noch die Bombe abläuft, dann ist hier der Jubel groß und alle Schwierigkeiten sind vergessen auf einen Schlag und man steht da und ist einfach nur geflasht. Willst du noch irgendwas sagen? Nö. Klar, wir sind immer nur Gast in der Natur. Das steht auch an oberster Front. Ein super Miteinander, auch hier auf dem Wasser. Auch mit der Natur. Für mich ist das halt schon auch eigentlich sehr, sehr wichtig, sich immer wieder mal bewusst zu machen, dass uns das hier alles nicht gehört. Also nur weil ich eine Woche an einem Platz irgendwo am Strand campe, ist das nicht mein Platz. Die Natur gehört uns nicht. Die ist hier und wir sind halt hier und dürfen uns in ihr bewegen. Nur dadurch, dass wir es schützen, erhalten wir es und können uns auch weiterhin hier aufhalten. Das ist irgendwie eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Wenn wir uns nicht benehmen und das kaputt machen, dann berauben wir uns unserer eigenen Grundlage, hier zu angeln. Je mehr Leute sich so einer Bewegung, wie ich es auch irgendwie nenne, anschließe, umso mehr checken ja auch, ach krass, Leute haben da Bock drauf.
Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Er hat den ganzen Batzen umgedreht. Ich vermute mal, dass der Fisch hier tatsächlich steht. Da kann er auch keine Schnur mehr nehmen. Da, guck. Die Richtung ist er. Da ist er. Da ist er. Was für eine Aktion. Lars Petri. Ja, Petri Dank im Netz. Und ich würde sagen, bisher der größte Fisch. Wie gut der Pellet noch ist. Gut, dass ich nicht schlag aufgestanden bin, als er weggeklingelt hat. Oh, guck mal da. Das könnte man aber auch einfach vorstellen, dass das Kraut die Spitze rausgerissen hat. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich sage euch, was für eine verrückte Nacht nochmal. Der erste Fisch, lass mich lügen, um 2 ungefähr, ist der abgelaufen. Erstmal das ganze Pott abgekippt und wir haben mal schnell alle 3 Routen aus dem Wasser fischen müssen. Haben das bravourös gemeistert und konnten den ersten Fisch direkt landen. Dann haben wir uns wieder hingelegt. Früh um 6:30 hat er noch einen zweiten Fisch gefangen. Den hatten wir auf der eigenen Uferseite abgelegt und Credits an mich. Da habe ich zu ihm gesagt, was ist denn hier? Hier ist doch auch krautfrei. Wollen wir hier nicht einfach inne hinlegen an die Seite? Und da ging tatsächlich ein Fisch ab. Also auch wenn ich ihn nicht gefangen habe, ich habe beigetragen. Wir wechseln eben die Pellets hier jede Nacht. Er hat aber den Wecker klingeln lassen und hat 15 Minuten noch gewartet und gedacht, oh, ich habe noch keine Lust, ich warte einfach noch kurz. Und dann ging der Fisch ab. Also wir hätten dem Fisch wirklich den Köder vom Maul weggezogen. Aber so ist es natürlich ein Traumabschluss für eine wunderbare Session. Wir haben hier echt nochmal 2 Fische gefangen und es war für mich wirklich ein Traum. Ich hole jetzt mal den Lars nochmal ran, dann zeigen wir euch mal, was da ging. Leute, sind das nicht 2 schöne Abschlussfische? Geile Sache, ey. Man sieht doch bei meinem hier richtig die fette Narbe oben. Da sieht man mal, wie die Fische hier durchs Holz und Kraut ziehen. Und beides Larsfische, muss man an der Stelle gestehen. Das mit dem Fischefangen, für mich ist das ja immer ein Teamsport. Und wir angeln ja auch ein Team. Und von daher finde ich, war das eine abgeschlossene Runde letzte Nacht. Ich bin total happy. Und Leute, was man ja sagen muss, was jetzt ja wirklich eben der Anspruch ist, was zu beweisen gilt, dass man auch hier mit Steinmontage erfolgreich angeln kann. Geil, Leute, richtig geil. Eine tolle Tour, wirklich. Ja. War eine gute Sache. Richtig schön. So, jetzt Runden einpacken und ab nach Hause. Feierabend. So Leute, hier wirklich nochmal Abschlussspannung.
Vorne ist ein richtig dicker Fisch gerollt, genau auf dem Spot, auf dem Lars seine Route abgelegt hat. Und dann nicht, dass der sich festgemacht hat und da irgendwo unten steht. Die Route war auch krumm. Leute, ey, wir haben noch eine. Ist das krass. Das war der Fisch, den wir gesehen haben. Also Lars performt hier einfach nochmal. Wahnsinn. Da bleibt einfach nichts mehr zu sagen, außer das ist einfach, Lars ist einfach nur eine Fangmaschine, ja. Krass. Sehr geil. Jetzt runter durch, ja, ne? Muss ja. Vielleicht jetzt keschern, dann drehe ich das Boot mit dem Fisch. Moin. Yes. Oh, krass. Noch eine alte Maschine. Ein Karpfen ist es geworden. Ey, ich finde, das sind richtig krass schöne Fische hier. Nicht schlecht. Und alles nur auf Pellets. Praktischen, simplen Montagen. Kein Schnickschnack. Einfach abgefahren. Ich kann jetzt nicht mal sagen, dass wir Sachen groß unterschiedlich gemacht haben. Nur der kleine Unterschied, dass er 5 Karpfen gefangen hat und ich einen. Wie ihr gesehen habt, hier nochmal, kommen wir nicht zurück, alles anders. Lars kriegt einfach nicht genug und haut hier noch ein Brett nach dem anderen raus. Die alte Fangmaschine. Genau. Aber jetzt ist das Thema hier wirklich durch. Jetzt wird eingepackt und ab nach Hause. Und jetzt gibt es noch die kleine Abschlussszene, auf die ich mich schon seit Monaten freue. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass das hier die Flussabschlusstour war und ich jetzt tatsächlich endlich noch meinen ersten Flusskarpfen gefangen habe. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Schauen und ich hoffe, ihr freut euch aufs nächste Video. Danke Lars. Danke Leute. Ciao.